Hallo meine lieben Freunde, da bin ich endlich wieder, euer Timo the Builder. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach ein eigenes Item in Minecraft Pocket Edition hinzufügen kannst. Ich habe eine ganz einfache Methode gefunden, wie du mit 5 Zeilen Code ganz einfach immer wieder neue Items hinzufügen kannst. Und das zeige ich dir in diesem Video, also bleib dran. So, wir befinden uns in Visual Studio Code oder eben in Droid Edit, wie auch immer. Welches Programm auch immer ihr benutzt. Ihr könnt jedes benutzen, was ihr wollt. Auf jeden Fall, hier oben habe ich schon mal einen Kommentar gemacht. Das könnt ihr ganz einfach mit entweder 2 Slashes oder eben Slash und Sternchen machen. Dann wird das eben nicht kompiliert. Wir haben ein JavaScript erstellt, wie ihr hier oben seht. .js ist die Endung für ein JavaScript. So, wir fügen ein neues Item hinzu, indem wir modpi ansprechen und die Methode setItem aufrufen mit den Parametern der ID. Da geben wir einfach mal 1260 ein. Als nächstes kommt dann der Name der Textur. Da nehmen wir einfach mal ein Iron Ingot. Als nächstes kommt dann der Texturindex. Das kommt immer drauf an, also bei einem Eiseningot zum Beispiel haben wir keinen Index, aber bei zum Beispiel verschiedenen Trankflaschen oder so, da gibt es eben bei der Textur, ist die einfach unterteilt in mehrere Indexe, damit man eben das einfacher handeln kann beim Erstellen neuer Tränke. Und genauso können wir das später auch machen, wenn wir eigene Texturen hinzufügen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. So, als nächstes fügen wir dann den Namen unseres neuen Items hinzu. Da sage ich jetzt einfach mal ein Rainbow Ingot soll das später sein. Und als nächstes kommt dann nur noch der maximale Stack. Da nehmen wir einfach mal 64. Ich glaube, der Default-Wert ist auch 64, also könnt ihr das theoretisch weglassen. Aber ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Stack mit maximal 16 haben wollt, wie das bei anderen Items der Fall ist, dann könnt ihr hier einfach 16 eintragen. So. Dann als nächstes, damit das Item eben auch im Kreativinventar vorhanden ist, müssen wir das jetzt noch dem Player ins Kreativinventar hinzufügen. Und das machen wir eben wieder mit der ID. Mit der wird eben meistens angesprochen. Dann 1 für True und 0 weiß ich nicht, für was das steht, aber es ist wichtig. Als nächstes legen wir dann noch eine Kategorie fest, in welcher das Item auftauchen soll. Es gibt ja mehrere Kategorien. Und wir legen eben jetzt noch fest, in welcher das Item dann später sein soll. Da gibt es dann zum Beispiel Kategorie Tools, Material, Internal, Decoration und so weiter. Könnt ihr natürlich auch in der modpi-dump nachschauen. Wie ihr an die kommt, habe ich euch im letzten Video gezeigt. Ja, wir sprechen wieder an mit unserer ID und übergeben dann natürlich noch, welche Kategorie wir wollen. Und wir nehmen die Item-Kategorie Material. Okay, das war's dann auch schon. Und ich denke, wir schalten mal rüber auf das Handy. So, wir befinden uns jetzt in Minecraft
im Block Launcher und importieren direkt einmal unser modpy Script, das wir eben gerade gemacht haben. Und wenn wir jetzt rausgehen und keine Fehlermeldung kommt, dann sieht es schon mal sehr gut aus. Dann gehen wir in unsere Welt und es gibt keine Fehlermeldung. Das heißt, es ist schon mal gut. Jetzt schauen wir eben nach Material und schauen dann, wo ist denn unser... Da ist es ja schon. Und wie heißt es? Rainbow Ingot. Heißt, wir haben unser eigenes Item. Und jetzt gehen wir nochmal rüber in unser Textbearbeitungsprogramm und ich zeige euch, wie ihr das noch ganz einfach erweitern könnt, dass ihr nicht immer das gleiche schreiben müsst. Also, wir befinden uns wieder hier. Wir erstellen uns ein Objekt mit dem Namen Rainbow. Ja, nennen wir es Rainbow mit kleinem r. So, da haben wir jetzt also ein Objekt und wir können jetzt verschiedene Namen für dieses Objekt eben einstellen. Da nehmen wir zum Beispiel die ID her. Da haben wir festgelegt, dass es 1260 sein soll. Dann haben wir noch einen Namen festgelegt. Der soll bei uns Rainbow Ingot sein. Dann noch eine Textur. Da haben wir uns für das Iron Ingot entschieden. Dann noch der Max Stack. Der lag bei 64. Also brauchen wir natürlich nicht in Klammern, weil es ist natürlich kein String, sondern ein Integer, der übergeben wird. Und dann haben wir noch die Kategorie Item. Da brauchen wir natürlich auch nicht in einem String schreiben. So, und jetzt können wir einfach das ganze untere in eine Funktion packen und sagen einfach Function New Item zum Beispiel und übergeben immer als Parameter ein Objekt. Und dann müssen wir natürlich hier jeweils vom Objekt die ID übergeben. Und hier übergeben wir ihm v.Name. Oh ne, das war die Textur. Und hier haben wir dann v.Name. Man könnte natürlich auch noch den Index als einzelnes machen. Das machen wir später vielleicht auch noch als einzelne Variable. In diesem Fall benötigen wir das jedoch noch nicht. Und hier kommt dann der Max Stack. Hier haben wir True und hier könnten wir auch noch die Kategorie als einzelnes machen. Ach ja, genau, aufrufen muss man die Funktion natürlich auch noch.
sonst macht das natürlich nichts. Und zwar rufen wir die auf mit dem Rainbow Item. Speichern. Und jetzt sehen wir uns wieder in Minecraft. Die Mod ist wieder importiert erneut und wir gehen wieder in unsere Welt und schauen, ob sich etwas geändert hat. Und nein, ich habe das Rainbow Ingot immer noch in der Hand, weil die ID anscheinend gleich geblieben ist, wie gesagt. Wir können auch immer noch unsere Items holen und rauswerfen und so weiter. Alles noch wie zuvor. Damit ist es bewiesen, ihr könnt diese Funktion immer wieder mit anderen Items aufrufen und jetzt könnt ihr direkt eure eigene Mod erstellen. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, wendet euch in den Kommentaren an mich oder kommt einfach auf unseren Discord-Server und dabei werden wir euch auch Hilfe leisten. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, vielen Dank, abonniert meinen Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und tschüss.